Bei dem ganzen KI-Hype, den wir momentan erleben, haben wir fast schon ein Riesenthema ein bisschen aus den Augen verloren, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Und heute wollen wir ein bisschen gucken, wie das Thema Nachhaltigkeit und KI, ob sich das ausschließt, ob sich das gegenseitig bedingt oder ob tatsächlich die KI vielleicht auch die Lösung für unsere Probleme bei dem Thema Nachhaltigkeit als Gesellschaft, als Menschheit tatsächlich sein könnte. Wir werden auch ein bisschen gucken, was das für die Unternehmen heißt, welche Potenziale da sind. Da freue ich mich sehr, dass ich heute einen Gast habe, den Michel Scholtisek. Michel Scholtisek ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei mir am Heinz-Sixdorf-Institut und ja in der Region OWL, glaube ich, allseits bekannt als so Mr. Sustainability, macht auch in OWL ganz, ganz viele Projekte im Kontext Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute mit ihm ein bisschen diskutieren können über das Thema KI und Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Michel. Ja, vielen lieben Dank. Dass wir heute die Chance haben mit dir, der ja sehr viele Projekte jetzt auch momentan in dem Thema begleitet und auch viele Trends gerade so mitbekommen bei dem Thema Nachhaltigkeit. Ja. Vielleicht bevor wir einsteigen mit dem Thema KI, was ist eigentlich aus deiner Perspektive Nachhaltigkeit? Wie benutzt du diesen Begriff? Der ist ja sehr inflationär benutzt worden in den letzten Jahren und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Aber dass wir erstmal das Setting auch haben, worüber sprechen wir eigentlich jetzt gleich? Also das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja eigentlich gar nicht neu. Also man diskutiert ja schon jahrzehntelang darüber. Mittlerweile ist das jetzt einfach so ein Thema geworden, was halt mehr an Wichtigkeit gewinnt. Und wenn man so im normalen Sprachgebrauch immer von Nachhaltigkeit spricht, dann meint man häufig das ganze Thema Umweltbewusstsein, ein bisschen mehr auf den Planeten zu achten. Aber das ist nur, ich sag mal, eine Drittelwahrheit. Also wenn wir aus wissenschaftlicher Perspektive über den Begriff Nachhaltigkeit sprechen, dann meinen wir immer 3 Dimensionen. Das ist einmal das ganze Thema Ökologie, also wirklich das Grüne, was sich dahinter verbirgt, aber eben halt auch noch 2 weitere Perspektiven, und zwar auch die ökonomische Perspektive. Das heißt also, wenn wir grüner handeln wollen, muss es sich auch insbesondere für Unternehmen auch wirtschaftlich lohnen. Und dann noch die ganze Perspektive der sozialen Gerechtigkeit, also diese soziale, gesellschaftliche Perspektive, um halt diese beispielsweise diese Kluft zwischen Arm und Reich ein bisschen weiter zu schließen halt einfach. Ne? Dass man erst wirklich aus wissenschaftlicher Perspektive von Nachhaltigkeit spricht, wenn wir genau in diesen 3 Dimensionen handeln und uns in der Schnittmenge treffen. Okay. Das heißt, wir gucken gleich, wie wir diese 3 Dimensionen mit dem Thema KI eigentlich unterstützen oder welche besonders und welche vielleicht eher weniger einen Einfluss drauf haben. Vielleicht vorher, du selber beschäftigst dich ja sehr stark mit dem Thema Kreislaufwirtschaft ja auch. Genau. Ne? Und das ist natürlich jetzt wiederum ein Aspekt, der aber an sich wieder so riesig ist. Vielleicht kannst du einmal das Thema Kreislaufwirtschaft oder was du jetzt auch im Besonderen dort machst, weil du beschäftigst dich ja mit der Produktgestaltung und vor allem mit der Entwicklung von Geschäftsmodellen. Da sind wir zumindest bei 2 Dimensionen schon mal gleich ganz vorne dabei, Ökonomie und Ökologie. Richtig. Aber vielleicht führ uns doch mal in deine täglichen Forschungsarbeit ein bisschen rein, lass uns mal ein bisschen daran teilhaben. Genau, also im Rahmen unserer Forschungsaktivitäten jetzt auch am Institut beschäftigen wir uns, wie du schon gesagt hast, sehr stark in dem ganzen Themenfeld der Produktentstehung. Also wie gestalten wir eigentlich Produkte, was müssen Unternehmen eigentlich tun dafür und wie gestaltet sich das Geschäft dahinter? Das sind so genau so meine Steppenpferde quasi in der Forschung, die wir jetzt halt adressieren. Und wir haben da halt insbesondere auch aus OWL heraus Forschungsprojekte wie Circo Pro, in denen wir uns dann halt ganz dediziert auch insbesondere Elektronikkomponenten anschauen, weil die einen sehr, sehr großen Anteil an CO2-Emissionen einfach ausmachen und uns überlegen, wie müssen wir diese denn unterschiedlich gestalten, vom Design her oder ähnliches, wie wir das halt zirkulieren können. Also es bedeutet dann halt eher so in Richtung zu denken, ja, wie können wir das denn wiederverwenden? Wie können wir alte Produkte oder alte Elektroniken ausbauen und halt vielleicht ein neues Gehäuse einbauen, um halt neue Funktionen oder ähnliches um dann sich wegzuschmeißen. Genau. Wir reden über Elektroniken, die typischerweise verbaut werden in was für Systemen? Unterschiedlich. Also das können Waschmaschinen sein, es können wirklich auch teilweise, haben wir auch im Projektkontext wirklich Ladesteuerungen von E-Säulen, um da halt zu schauen, okay, was passiert denn eigentlich, wenn so eine E-Säule, Ladesäule nicht mehr gebraucht wird? Und zwar, oder veraltet ist oder ähnliches, oder vielleicht angefahren wird und kaputt geht. Aber was können wir mit der Elektronik noch machen, wenn sie noch funktionsfähig ist? Also tatsächlich etwas, was ich bei meinen Studierenden auch immer wieder so sehe, den meisten geht das Gefühl verloren, das ist wirklich disziplinübergreifend. Das ist Informatik, das war schon Maschinenbau, so in der E-Technik natürlich etwas weniger, aber so ein Großteil der Disziplinen, die Leute machen keine Geräte mehr auf.
Und wenn man mal ein Gerät aufgemacht hat, egal was, dann wird man da drin sehen, dass da Elektronikteile drin sind, Platinen, wie man so schön sagt. Und mit denen die kann man einfach wegschmeißen, aber so einfach ist das bei denen nicht, sondern um die wieder zu verwenden. Darum geht es hier im Wesentlichen. Darum. Genau, in dem Forschungsprojekt ganz dediziert darum und da genauer hinzuschauen. Und das ist halt genau dieser Trend, der sich ja so in den letzten Jahren auch bei den Produkten ja ergeben hat, dass man Produkte nicht mehr aufmachen kann. Also man schaut sich allein die Smartphones heutzutage an. Und früher noch vor 15 Jahren, zu meiner Jugend, konnte man noch ganz einfach den Akku austauschen. Das waren ja 2 Handgriffe. Heutzutage geht das gar nicht mehr. Ja. Also da muss man halt wirklich umfangreiche Reparaturleistungen leisten, um halt... uns ja total zurückentwickelt eigentlich bei dem Thema Akku beim Handy zumindest. Ne? Korrekt. Also ich kenne auch noch die Zeit, mein erstes Handy, da waren also mehrere Sachen drin, aber es war das Handy drin und der Akku. Ne? Und dann wurde eingelegt und dann geladen. Das ist heute ja gar nicht mehr so der Fall. Und das macht die Sache dann halt wieder ein bisschen komplizierter, wo man dann halt rein für die Zukunft, wenn man so Richtung Kreislaufwirtschaft dann halt auch wirklich nachdenken möchte, sich vielleicht zurückentwickeln muss. Ja. Dass man halt schaut, okay, wie kann ich denn jetzt eigentlich so Produkte designen, von den Schnittstellen her auch, dass ich dann halt auch solche Reparaturleistungen auch wirklich effizient auch gestalten kann. Wir haben ja gesagt, Nachhaltigkeit ist ja auch eine ökonomische Frage. Ja, das muss sich halt auch rentieren. Man muss sich halt überlegen, wenn jetzt ein defektes Handy zurückkommt zu einem Hersteller und man weiß, der Akku funktioniert nicht mehr, aber das restliche Gerät ist top. Welche Prozesse stecken jetzt dahinter, um wirklich das Gehäuse zu öffnen, den Akku auszutauschen, wieder zu schließen, um wieder als gebrauchtes Produkt beispielsweise verkaufen zu können? Ja. Das darf ja nicht so lange dauern, weil sonst rentiert sich das nicht. Genau, es rentiert sich nicht mehr. Lohnt sich nicht. Ich war neulich mal bei einem Waschmaschinenhersteller aus der Region. Ich denke, die Firma Miele ist jetzt nicht zu verschweigen, dass das die ist. Und die haben mal so einen Piloten gestartet. Das fand ich ganz spannend, hatte mir die Geschäftsführung auch erzählt, in den Niederlanden, wo die mal refurbished Waschmaschinen wieder angeboten haben. Die waren ja sofort vom Markt, also die haben die sofort gekauft. Das ist natürlich spannend. Aber dann stellt sich die Frage, wie sieht das gesamte Geschäftsmodell dahinter aus? Ne? Lohnt sich das dann auch für den Anbieter dieser Systeme, weil es ja trotzdem Aufwand ist? Also es ist nicht so, dass ich sage, die kommen rüber und werden einmal geputzt, sondern da muss schon einiges dran getan werden, zum Teil die wieder anzubieten. Und dann muss man auch die richtige Marge finden. Das heißt, solche Themen wie Kreislaufwirtschaft gehen ja immer einher, nicht mit der Art des Geschäftsmodells. Das ist kaum trennbar, oder? Genau, eigentlich ist es gar nicht trennbar. Also wir haben dann ja, wenn wir das historisch betrachten, haben wir halt seit der industriellen Revolution das ganze Thema Linearwirtschaft quasi perfektioniert in allen Bestandteilen, von Prozessoptimierung des Geschäfts, alles drum und dran. Aber unter diesem Begriff Linearwirtschaft verstehen wir, so ketzerisch bisschen gesagt, den Aspekt des Take-Make-Waste-Ansatzes. Das ist eigentlich die Abfallwirtschaft. Abfallwirtschaft, schlussendlich, genau. Und die Kreislaufwirtschaft basiert jetzt quasi auf dieser Linearwirtschaft, nur mit dem Aspekt, wie du es schon erwähnt hast, diese Produkte im Kreislauf zu erhalten, dass wir diese Ressourcen einfach nicht wegschmeißen. Komponenten zumindest daraus, vielleicht kann ja auch in andere Produkte reinfließen, wie du es gesagt hast. Und im Best Case ist es dann natürlich, dass man Produkte zurückbekommt, wo man wirklich nur einmal drüber putzen muss. Ja. Aber häufig ist das halt einfach nicht der Fall. Und das heißt halt allein diese Rückführung, wie kommt das Produkt denn eigentlich vom Kunden wieder zurück zum Unternehmen, hat einen massiven Einfluss auf das Geschäftsmodell. Absolut. Weil dann muss das natürlich nochmal neu gerechnet werden. Also wenn man über Business Cases sich unterhalten möchte, dann muss man natürlich schauen, okay, wir müssen jetzt komplett neue Prozesse einführen, nicht mehr die hinbringende Logistik, sondern jetzt auch die rückführende Logistik. Ne? Genau, das muss man sich jetzt dann auch über die Prozesse Gedanken machen. Wie mache ich das halt überhaupt? Mache ich das alleine? Habe ich einen Partner dafür? Was kostet mich das Ganze? Und wie hoch ist dann schlussendlich die Marge, die ich machen kann, um auch schwarze Zahlen zu schreiben? Super spannendes Feld. Da können wir eigentlich nur darüber sprechen, auch über das Thema hier der Virgin Materials, die das Ganze treibt, also dass es einfach irgendwann nicht mehr Materialien erstmalig gibt, sondern nur noch Materialien, die recycelt sind, weil man keinen Zugriff hat und man sich jetzt Gedanken machen könnte, einen Abfall zu kaufen, um überhaupt an Materialien zu kommen und nicht in irgendwelchen Minien frisches Material zu erschließen. Aber wir wollen ja auch über das Thema KI sprechen und wie das Thema KI für diese Aspekte, über die, ich sage jetzt mal, Unternehmensnachhaltigkeit, wie das mit einzählt, weil das, was man jetzt schon bei dir gehört hat, ist wahnsinnig komplex. Diese Kreislaufthematik ist wahnsinnig komplex. Wir haben natürlich auch die Produkte, die CO2 erzeugen. Wir haben verschiedene Scope-Betrachtungen nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll, also vor allem Scope 3 dann. Also korrekt. Wenn wir bei der Waschmaschine bleiben, erzeugt die ja maßgeblich CO2, wenn sie betrieben wird beim Kunden zu Hause.
oder in den Prozessen, die nachgelagert sind. Welche Rolle könnte oder siehst du auch für KI, um in dieser Thematik eigentlich einen positiven Beitrag zu leisten? Also wir haben jetzt darüber schon gesprochen, dass halt das ganze Thema Kreislaufwirtschaft unfassbar komplex ist. Also rein von der Produktgestaltung bis hin eigentlich der eigentlichen Umsetzung, also es wirklich zu zirkulieren. Und das ganze Thema Digitalisierung, KI, digitale Technologien hat da einen immensen Einfluss einfach darauf, um die Sache handhabbarer zu machen. Und zwar, man stelle sich mal vor, man könnte eine Waschmaschine jetzt als Beispiel nicht nur analysieren hinsichtlich der Nutzung, sondern weiß auch, wo die ist. Also von der Lokalität her. Bei mir im Keller. Zum Beispiel. Aber welche Straße, welches Land überhaupt, welche Stadt und alles drum und dran. Wenn man das schon weiß, dann kann man das halt besser einschätzen. Lohnt es sich jetzt, das selbst abzuholen, weil man vielleicht einen Vertragspartner in der Nähe hat? Oder muss man halt vielleicht einen Logistikdienstleister dazu schalten? Allein schon dieses Wissen darüber macht es schon deutlich handhabbarer von der Komplexität her. Einfach weil wir dann halt auch wissen, wie ist denn eigentlich der Produktzustand? Weil das ist ja mit einer der schwierigen Aspekte, wenn wir es geschafft haben, das Produkt zurück zum Unternehmen zu bringen, sich die Frage zu stellen, ja, was ist denn jetzt kaputt? Ja, so, ist es jetzt die Trommel, ist es der Motor, ist es die Elektronik? Das weiß man halt erstmal so gar nicht, wenn man halt keine Daten hat. Ich kann jetzt eine ganze Geschichte dazu erzählen, aber nur so Anekdote. Ich habe bei mir zu Hause vor 5 Jahren gebaut und eine Wärmepumpe verbaut. Hier alles digitalisiert und per App gesteuert. Den Anbieter will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist ein deutscher Anbieter. Und der sich auch durch Digitalisierung besonders hervortut in der Sache. Trotzdem, die waren nicht in der Lage, den Fehler auszulesen. Dann musste immer noch der Handwerksbetrieb kommen, um das dann auszulesen. Der ist auch erstmal nicht gefunden hat, sondern dann mit dem Unternehmen doch telefoniert hat. Und zwar nicht, während er bei mir war, weil so schnell konnten die das nicht herausfinden, sondern noch tagelang. Und das sieht man schon, da ist noch Potenzial. Ne? Weil es wäre natürlich jetzt total doof, auch kostentechnisch die Wärmepumpe rauszureißen und eine neue sich hinzustellen, sondern man möchte die ja möglichst schnell wieder repariert haben. Und jetzt, Gott sei Dank, ist es gerade Sommer, aber im Winter ist sowas eigentlich unverzeihlich. Und dann wäre ich wirklich gefrustet, dann würde ich den Anbieter tatsächlich nicht mehr nehmen, wenn ich jetzt im Winter 10 Wochen lang ohne Wärmepumpe da stehen würde. Das heißt, das Potenzial müssen die Unternehmen verstehen, weil sie wirklich Kunden begeistern können oder in meinem Fall es ist nicht schlimm, was kaputt geht. Also das gehört dazu, das kann immer passieren. Aber dann muss man auch irgendwann mit abgeholt werden. Ne? Das ist genau der Punkt. Das heißt, also wir haben ja auch schon seit Jahrzehnten sprechen wir über digitale Transformation oder Ähnliches. Und dazu zu sensibilisieren, dass man dieses Potenzial auch wirklich nutzen muss und wirklich die ganzen Aspekte der Digitalisierung in die Produkte zu integrieren, ist halt unfassbar wichtig, weil dann können wir halt genau solchen Problemen halt entgegenwirken, wo wir dann halt schon remote, einfach wenn man anruft oder schon per Push-Benachrichtigung weiß, Fehlercode XY, das wird der Fehler sein. Das heißt aber, die Problematik dahinter ist jetzt, man muss Daten sammeln. Ja, und also Fehlercodes, die konnte ich ja selber sogar noch auslesen. Das ist nur ein Beispiel, sondern da fehlt offensichtlich noch eine Systematik, ist zu stark geclustert, vermute ich jetzt mal, also zu viele Fehler unter einen Fehlercode, die dann eine weitere Analyse, und da könnte doch KI einen super Beitrag leisten, alleine bei solchen Dingen, einfach die Laufzeit zu verlängern, die Reparaturfähigkeit. Also all das, was bei Kreislaufwirtschaft heißt ja nicht, es muss entsorgt und dann weiter. Es wird ja einfach die Laufzeit der Produkte zu verlängern. Das ist ja etwas, was jetzt an dem Miele-Beispiel nicht so gut ist, weil die Miele-Waschmaschinen, die halten einfach schon von sich aus so lange. Richtig, ja. Aber eben in solchen Systemen dann einfach schon sehr wünschenswert ist. Wir haben auch das ganze Thema CO2 natürlich. Ne? Das ist natürlich ein Mega-Thema in dem ganzen Kontext. Darüber reden wir ja auch, und wie viel CO2-Ausstoß wir reduzieren können und müssen. Dergleichen, wo kann da KI eigentlich mit ansetzen bei Produkten? Also du hast es ja schon erwähnt, das ist so ein zentrales Prinzip der Kreislaufwirtschaft, die Lebensdauer eines Produkts zu verlängern. Weil je länger das Produkt dann halt beim Kunden halt bleibt, desto weniger müsste ich ja einkaufen. Ist jetzt so ein bisschen paradox aus ökonomischer Perspektive, weil man will ja natürlich ein neues Produkt verkaufen, aber dann kommt das ganze Thema Service halt noch dazu, die Reparaturleistung. Das sind ja auch wiederum Aspekte, die dann halt wieder, ich sag mal ganz galopp, Geld einbringen, schlussendlich. Wenn es sich lohnt. Ne? Wenn es sich lohnt. Oftmals in den letzten Jahren sind wir zum gesellschaftlicher hingekommen, zu sagen, schmeiß weg, ich kauf's neu. Das darf natürlich dann nicht mehr da die Einstellung sein. Genau, das darf absolut nicht mehr die Einstellung sein. Das ist auch so ein ganz großes Problem aktuell, warum Unternehmen so ein bisschen
vorsichtig sind. Vorsichtig einfach sind, weil das Mindset der Gesellschaft einfach noch nicht so da ist, so hinsichtlich gebrauchten Produkten. Ja. Es gibt ja schon ein paar Plattformen, die halt wirklich gebrauchte Produkte verkaufen, aber das ist halt marginal noch im Verhältnis zu dem, was eigentlich weggeschmissen und neu gekauft wird. Und KI hat halt da das besondere Potenzial, wirklich effektiv sich die Datenpunkte anzuschauen und wirklich eine detaillierte Analyse zu fahren, um wirklich genau zu verstehen, was ist denn eigentlich das Problem? Und das muss es muss der Kunde gar nicht erfahren. Das ist kein Muss. Ja. Aber es muss das Unternehmen wissen. Ja, dass es halt beispielsweise die Dichtung XY ist, wo man ganz genau weiß, okay, die Dichtung wird langsam spröde, porös und wird den Geist aufgeben. Wir wissen Bescheid, können die Ersatzteile, die wir dafür brauchen, entweder herstellen oder halt den Monteur halt genau einen detaillierten Bericht aufzeigen. Das wird das Problem sein. So kommst du an die Komponente überhaupt dran, weil das ist das ganze Thema Zugänglichkeit, Reparierfähigkeit der Produkte auch noch ganz wichtig. Und dann schicken wir den raus. Wir benachrichtigen den Kunden noch einmal dafür. Pass auf, je nachdem, wie das Geschäftsmodell dann halt ausgestaltet ist, kann das kostenlos oder mit Kosten verbunden sein. Je nachdem, da gibt es ja zig Variationen. Und wir schicken ihn raus und reparieren sofort. Ja, absolut. Und dann hat man genau nicht, wie jetzt in deinem Fall, so eine Stillstandzeit der Maschine oder der Wärmepumpe oder ähnliches, sondern es funktioniert nahtlos weiter. Ja, man muss es ja auch machen, weil was machen jetzt Kunden ansonsten? Die gucken sich dann in Foren an. Das macht man ja heute auch schon. Was gibt es für Probleme? Kann ich selber reparieren? Das wäre natürlich am einfachsten. Manchmal geht es ja auch. Manchmal sind es ja auch ganz simple Fehler bei Systemen oder irgendwo hängt was oder manchmal im Spülkasten neulich war bei mir so eine kleine Dichtung eigentlich nur kaputt und das hat dann Ewigkeiten nachgeladen. Da hat man ein bisschen nachgeguckt. Und da glaube ich, dass KI auch einen Nutzer auch helfen kann. Also zu sagen, sag einfach mal, was könnte denn überhaupt kaputt sein? Was ist eine Orientierung, bevor ich mich hier vielleicht in die Service-Warteschlange dann erstmal einwähle? Natürlich. Und die meisten wollen ja auch ungefähr wissen, was kommt da auf sie zu? Ist es Totalschaden oder ist es vielleicht nur eine Lappalie? Das ist ja schon etwas, was ja auch Blutdruck senken wirken kann, wenn man weiß, okay, es ist wahrscheinlich nicht besonders viel. Das gibt ja auch da eine Orientierung. Ne? Ja klar, also der springende Punkt bei KI ist ja schlussendlich, das Wissen zu vermitteln. Also Wissen gesammelt zu haben, das Modell trainiert zu haben und dann das Wissen auszugeben. Das hat mehrere Funktionen. Einmal für das Unternehmen, ich weiß, wie der Produktzustand ist, und für den Kunden beispielsweise, wenn man das dann halt auch offenkundig dann halt ausgibt, dann kann man das besser einschätzen. Kann ich das selbst reparieren? Traue ich mir das zu, wenn ich ein bisschen handwerklicher geschickt bin, eine Dichtung auszutauschen? Vielleicht sind es ja nur 2 Handgriffe oder ähnliches. Wenn dann die KI dann quasi dann noch die Möglichkeit hat, so eine Anleitung einfach auszugeben, zu sagen, Schritt 1, schraub die Schraube raus. Die und jene. Schritt 2 und so weiter und so fort. Das würde ja unfassbar viel helfen, weil dann muss kein Monteur rausgeschickt werden. Man hat quasi einen Verkauf durch Ersatzteile oder ähnliches, weil man idealerweise dann halt die Originalteile verwendet. Wäre natürlich für das Unternehmen lukrativer. Und man hat diesen ganzen Stress nicht. Und vor allem, dann hat man als Kunde natürlich dann noch so ein kleines Begeisterungsgefühl, dass man es halt alleine geschafft hat, ohne Monteur. Und das steigt natürlich die Begeisterungsfähigkeit auch dem Produkt gegenüber, weil man dann sagt, ey, mit diesem Tool, mit der KI, die dahinter steckt, schaffe ich es, mein Produkt selbst zu reparieren. Da gibt es auch mehrere Beispiele jetzt auch aus der Industrie heraus, wo kleine Start-ups sich gegründet haben, die dann halt als Geschäftsmodell gesagt haben, wir verkaufen Ersatzteile hinsichtlich der Elektronik. Das heißt, wenn die Elektronik mal bei Haushaltsgeräten oder ähnliches kaputt geht, bekommt man einen gewissen Fehlercode, schreibt den dann, das und das ist der Fehlercode. Wir wissen Bescheid, unsere Datenbank ist groß genug, wir schicken dir das Reparaturset plus Anleitung, wie du das genau machst, plus Werkzeug, alles was dazugehört, und unterstützen dich dabei, das selbst zu reparieren. Ja, absolut. Also Potenzial ist ja massiv da. Ne? Ich kenne auch ein Startup, was zum Beispiel sich mit der Analyse der Unternehmensdaten, also der Energiedaten zum Beispiel beschäftigt. Also über das Thema Energie haben wir fast noch gar nicht gesprochen. Das ist natürlich auch ein Riesenhebel eigentlich, wo KI mit ansetzen kann, wenn ich verstehen kann in meinem Unternehmen, wo habe ich überhaupt Energieverbräuche, wo kann ich sie auch wieder ausgleichen, wie muss ich zum Teil auch einspeisen. Das sind ja alles Themenfelder,
die alles, also das wiederholt sich beim Thema Nachhaltigkeit, obwohl es so viele Facetten hat, ist immer die Komplexität dahinter. Und da ist doch der Schlüssel mit KI doch wahnsinnig eindeutig, dass das einen Beitrag dazu leisten muss. Definitiv. Wir haben jetzt ja gerade die ganze Zeit gesprochen über Produkte, die halt beim Kunden sind. Ja. Aber die Prozesse, die dahinter sind, sei es Produktion oder der Vertrieb oder was auch immer, das kann man ebenfalls auch mit KI halt einfach unterstützen, indem man die einzelnen Prozesse dann halt nochmal analysiert und schaut, okay, wie hoch ist denn jetzt eigentlich mein Ressourcenverbrauch? Brauche ich den denn halt überhaupt? Oder packe ich gerade vielleicht zu viel Kühlwasser rein? Kenne ich den überhaupt? Ne, zum Teil? Genau, oder kenne ich den? Natürlich. Ne? Viele Unternehmen wissen halt das gar nicht, wie es halt mit ihren Prozessen genau ausschaut. Ja. Und da kann halt KI genau unterstützen und genau in diesen einzelnen Punkten analysieren und als Vorschlag einfach mal oder automatisiert, je nachdem, wie man es ausgestaltet, den Ressourcenverbrauch beispielsweise zu senken, sei es bei einer Fräsmaschine den Vorschub oder was auch immer, um es halt effizienter zu gestalten, um da halt am Ende entweder Energie, Wasser oder sonstige eingesetzte Ressourcen wirklich auch einzusparen. Damit auch Kosten. Ne? Das kommt das ökologische Argument. Das geht ja ganz oft Hand in Hand. Ne? Richtig, Das war auch schon vor der Ukraine-Krise bekannt bei den Energiepreisen, dass das letztlich miteinander zusammenhängt. Jetzt haben wir auch schon gesprochen über das Thema Ökonomie und Ökologie, das zusammenzubekommen bei dem Thema Nachhaltigkeit und KI. Jetzt noch nicht gesprochen haben über die soziale Komponente, die du als drittes genannt hast. Wie passt denn das jetzt alles noch zusammen aus der sozialen Komponente her? Genau, also bei der sozialen Komponente muss man ein bisschen verstehen, das ist ein bisschen komplizierter halt einfach. Ökonomie und Ökologie kann man relativ gut quantifizieren, sei es über den Umsatz oder reduzierte CO2-Ausstöße. Bei der sozialen Komponente ist es eher so ein bisschen schwammig, sage ich einfach mal. Aber die Kreislaufwirtschaft hat da halt den besonderen Kniff, dass wir halt komplett neue Prozesse oder Ähnliches auch einführen, was halt wiederum dazu führen kann, dass man gegebenenfalls neue Arbeitsplätze schafft und da halt quasi einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit auch ausüben kann. Oder über Gestaltung der Geschäftsmodelle es auch vielleicht einkommensschwächere Familien oder Ähnliches zu ermöglichen, qualitativ hochwertige Produkte vielleicht auch temporär anmieten zu können oder Ähnliches, wenn man über Mietmodelle oder Ähnliches spricht. Oder auch ein gutes Beispiel sind die E-Scooter, die jetzt in den Städten verteilt sind. Das ist ja auch nichts anderes als Kreislaufwirtschaft, weil es eine Sharing Economy ist. Ich dachte, die landen alle hier im Rhein und in Köln. Auch unter anderem, ne? Das ist ein Teil vielleicht. Ja. Aber dass man da halt den Leuten die Möglichkeit zur Mobilität einfach gibt. Dass man halt nicht ein Auto anschaffen muss, sondern weil ich weiß, ich fahre jetzt nicht so viel, ich mache vieles fußläufig, aber ab und an muss ich dann halt vielleicht doch eine längere Strecke machen und dann halt für relativ kleines Geld dann halt den Zugang zur Mobilität zu haben, ist dann halt wieder eine Komponente, die halt die soziale Perspektive unfassbar fördern kann. Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass KI ja sehr stark auch bei so administrativen Prozessen helfen kann. Und wenn ich mit Unternehmen über Nachhaltigkeit spreche, da ist die erste Reaktion immer so, Lieferkettengesetz oder dergleichen. Also sehr stark dieser administrative Aufwand dahinter. Also ich kenne kein Unternehmen, keine Unternehmerinnen, Unternehmer, die sagen, Nachhaltigkeit ist nicht wichtig. Das war schon immer, also gerade wir sind ja viel bei familiengeführten Unternehmen, da ist das ja praktisch schon inhärenter Bestandteil dieser Unternehmen, nachhaltig zu denken und das Unternehmen auch so zu führen. Aber diese Administrationsaufwände, die sind natürlich sehr hoch. Kann da KI nicht auch helfen? Also solche Aspekte, also man kann es grob zusammenfassen, KI kann überall helfen. Also auch diese Prozesse zu optimieren, einfach da so einen Überblick zu verschaffen, es schneller zu machen, dass man halt nicht mehr einen Mitarbeiter dahin setzen muss, der dann halt einen Klotz ans Bein gebunden bekommt, um halt Excel-Tabellen oder Ähnliches auszufüllen. Die 400 Seiten durchzulesen oder Ähnliches, sondern dass man der KI einfach sagt, fass mir das bitte auf die wesentlichen Punkte zusammen, Aspekte wie XY bitte hervorheben, dass man halt dann einen Überblick bekommt, dass man dann halt nicht Mitarbeiterressourcen einsetzen muss, um halt so ein 400-Seiten-Dokumente durchzulesen, durchzuarbeiten, wo gegebenenfalls dann halt auch Fehler passieren können, was ja auch absolut menschlich ist. Und bei der KI sollte man natürlich auch immer prüfen, je nachdem, wie gut das Modell trainiert ist. Aber es ist halt deutlich effizienter. Ja. So. Gibt es denn so bekannte Modelle, die schon auf so Nachhaltigkeitsthemen wie so ein Lifecycle Assessment oder so trainiert worden sind? Speziell darauf? Also ich kenne es jetzt nicht, ist ja auch nicht mein tägliches Thema. Ja. Aber könnte ja sein, dass jemand sich da schon mal die Mühe gemacht hat, oder macht das jeder so für sich momentan und versucht, eine eigene Lösung zu finden, was
ja eigentlich schade wäre, weil die Unternehmen müssen ja eigentlich mehr oder weniger fast das Gleiche ja ausfüllen bzw. erfüllen. Und das wäre zumindest auch mal noch eine spannende Geschäftsidee, sich in so eine Richtung was zu überlegen. Definitiv. Also es gibt schon einige Tools, die jetzt quasi den CO2-Ausstoß berechnen können. Aber hauptsächlich so im Scope 1 und 2, also alles, was so eher im Unternehmen passiert, oder auch die Energiezuwendung oder ähnliches. Wenn wir dann über Scope 3 sprechen und uns die gesamte Lieferkette anschauen, den gesamten Lebenszyklus eines Produktes, dann wird es schon schwieriger. Einfach weil die Datentransparenz halt auch einfach fehlt. Total. Und da versuchen halt Unternehmen, eigene Lösungen zu schaffen. Also man hat sich in der Vergangenheit auch mit vielen Unternehmen unterhalten, die halt quasi den Scope 3 berechnet haben. Und wenn man dann halt fragt, ja, wie habt ihr das denn gemacht? Frag lieber nicht. Unfassbar kompliziert. So, es gibt dafür halt einfach noch keinen Standard. Und da wäre es auf jeden Fall sinnvoll, genau da nochmal genauer drauf zu schauen, welchen Standard könnte man denn eigentlich setzen? Wie kann KI dabei eigentlich unterstützen? Solche Aspekte wie jetzt der digitale Produktpass oder ähnliches sind ja wirklich Aspekte, die dabei super unterstützen können. Die Grundlagen dann dafür. Genau, weil du dann halt ein bisschen mehr Transparenz einfach hinsichtlich deiner Lieferkette einfach hast und dann halt analysieren kannst, wie ist denn jetzt überhaupt der CO2-Ausstoß über meinen gesamten Produktlebenszyklus? Ja, sehr gut. Jetzt muss sich die KI natürlich auch die Frage stellen, ob sie nachhaltig ist. Ja, da gibt es ja schon einige und Rechenzentren stehen immer in Kritik der großen Energie- oder Verbräuche und damit auch enormen CO2-Ausstößen. Und dann haben wir das Thema Wasser, was ja sehr stark mit eingenutzt wird als Kühlung und zum Teil auch sehr hohe Wasserverbraucher. Also es gibt ja auch Gründe, weswegen Rechenzentren vielleicht nicht in der Wüste stehen sollten. Das ist schwierig zum gewissen Maße. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was heißt eigentlich, wie nachhaltig ist die KI selber? Weil das, was man an CO2 wieder einspart durch eine KI-Lösung, wenn das gleich wieder kostet, ist natürlich so eine Milchmädchenrechnung, die geht nicht auf. Ne? Und das ist der große Kritikpunkt an KI oder an digitalen Technologien oder ähnliches. Weil der Einsatz dessen, der kostet natürlich dann halt auch wieder CO2. Also man kann halt sehr gut ChatGPT als gutes Beispiel halt nehmen. Super KI-Lösung. Bisschen super viel Potenzial, um Wissen zu generieren, beziehungsweise sich zusammenzufassen. Aber wenn man sich Gedanken darüber macht, was verbraucht denn ChatGPT eigentlich, dann wird einem schon teilweise ein bisschen schwindelig. Also so als Beispiel, wenn wir beim Wasser bleiben, dann ist so ein einfacher Chat mit so ungefähr 20 bis 50 Prompts, was so durchschnittlicher Chat tatsächlich ist, verbraucht einen halben Liter Wasser. Und wenn man sich überlegt, bei 100 Millionen Usern, wenn jeder an einem Tag solchen Chat eröffnen würde, dann haben wir immens hohen Wasser. Wir wollen ja 8 Milliarden User am Ende des Tages. Also jeder will ja KI nutzen dürfen und soll es ja auch. Genau. Dann ist es einfach zu viel. Ne? Das heißt, das ist halt einfach viel, viel, viel zu viel. Also die Kühlung, die man halt braucht für die ganzen Server, die ist halt super wasserintensiv. Und da muss man dann halt schauen, gut, wie können wir denn halt diesen Wasserverbrauch entweder reduzieren oder im Stile der Kreislaufwirtschaft zu überlegen, wie können wir das Wasser halt wiederverwenden. Ja. Ich hatte mal das ist schon ein bisschen her, hatte ich mal ChatGPT gefragt, wie viel CO2-Ausstoß entstanden ist beim Trainieren der Modelle. Also für GPT-4 hat das mir nicht sagen wollen, aber für GPT-3 waren es also mehrere hundert Atlantikflüge ungefähr, also weiß ich was, 600 Megatonnen CO2, die da notwendig waren, um das Modell zu trainieren, und GPT war noch kleiner. Also allein das Trainieren, aber auch das ständige Nutzen ist einfach, das sind Dimensionen zum Teil, das müssen wir auch in den Griff bekommen. Da muss auch noch Forschung passieren, das wird so wird es nicht aufgehen. Definitiv. Bei den ganzen Zahlen muss man halt immer sehr vorsichtig sein, weil OpenAI das auch nicht so ich habe den gefragt, aber man würde jetzt nicht eine Zahl nehmen, die zu hoch ist, glaube ich, in der Antwort. Also Forschende schätzen so ungefähr den CO2-Ausstoß für das reine Trainieren des Modells von ChatGPT-3 bei so rund 550 Tonnen CO2. Okay, aber da war es ja ähnlich. Also das ist sehr ähnlich, ist halt schon eine große Menge. So, und es gibt halt auch viele Studien darüber, sich die Frage zu stellen, gut, wie viel CO2 wird denn eigentlich pro Prompt eigentlich generiert? Die Range ist dann noch sehr, sehr breit. Also die liegt so ungefähr bei 0,1 bis 10 Gramm CO2. Klingt erstmal relativ wenig, aber wenn man sich überlegt, dass Google
3,5 Milliarden Suchanfragen pro Tag hat und auch die dabei sind, ein solches KI-Modell zu generieren und zu entwickeln, dann kann man sich halt schon ausrechnen, dass allein schon am Tag der CO2-Ausstoß, der nur durch die Nutzung des KI-Modells dann halt entsteht, immens hoch ist. Und da muss man dann halt wiederum schauen, lohnt es sich für ein Unternehmen, solche KI-Lösungen auch wirklich einzusetzen? Also ist das Ersparnis schlussendlich beim Produkt, bei der Nutzung oder bei der Produktion wirklich so hoch, dass man auch die eingesetzten CO2-Ausstöße, die sich dadurch ergeben, geringer sind? Weil sonst haben wir zwar super KI-Lösungen, die wir damit verwenden können sagen, wir sind zirkulär, aber am Ende sind wir überhaupt nicht ökologisch, weil wir mehr CO2 ausstoßen, als wir vorher gemacht haben. Ja, absolut. So, wir sind eigentlich schon am Ende. Vielleicht die letzte Frage an dich. Du promovierst ja bei mir zu dem Thema. Ja. Wann kann ich mit der Promotionsschrift denn rechnen? Ich hoffe Ende des Jahres. Ja, okay. Also noch schon das Ende in Sicht. Das ist Ende in Sicht. Keine Abfallwirtschaft, sondern ein Buch hinein. Michel, vielen Dank für das spannende Gespräch. Mal die Einblicke raus. Wir sehen, das Thema KI und Nachhaltigkeit ist sehr kompliziert. Man kann das nicht in 2 Sätzen irgendwie auf den Punkt bringen, sondern man muss das schon tiefer analysieren. Potenziale sind unglaublich viele da. Auf der anderen Seite müssen wir auch die Nachhaltigkeit der KI selbst in den Griff bekommen. Vielen Dank.